I want to just say a few words by way of introduction. Ich möchte einführend einige Worte sagen. And some of the things I want to mention have to do with what we were talking about this morning. Und einiges hat damit zu tun, worüber ich heute Morgen gesprochen habe. I might say that some people are under the impression Vielleicht haben einige Leute den Eindruck bekommen, that as far as movements such as the Willow Creek and Bill Hybels concept are concerned, dass was solche Bewegungen angeht, wie die von Bill Hybels und Willow Creek, that they are not strictly speaking charismatic. dass sie eigentlich nicht im engeren Sinne des Wortes charismatisch sind. One of the most important aspects of the charismatic movement has been its use of contemporary popular forms of music in worship. Aber eines der wichtigsten Kennzeichen der charismatischen Bewegung ist, dass sie die moderne zeitgenössische christliche Musik einsetzt, CCM. And as a means of motivating worship experience and so on. Als ein Mittel, um diese Erfahrung der Anbetung zu vermitteln. So the use of rock or any other one of the variations of those forms is perfectly acceptable in that setting. Und innerhalb dieses Zusammenhanges und dieses Anliegens ist es vollkommen in Ordnung, wenn man Rockmusik oder ähnliche musikalische Varianten einsetzt. I shared with you some theological concepts this morning. Ich habe heute Morgen über einige theologische Konzepte gesprochen, That are peculiar to Bill Hybels and Robert Schuller and the others that are part of that movement. die ganz typisch sind für Bill Hybels und Robert Schuller und andere dieser Bewegung. And the theology, the basic theology and the worship concepts are indeed very much the same, in fact identical to the charismatic movement. Und die zugrunde liegende Theologie und die Konzepte für den Gottesdienst sind im Grunde genau identisch innerhalb dieser Bewegung. So regardless of what they might say or what people might think, in practice much of what they do and propagate is charismatic. Also unabhängig davon, was sie vielleicht selbst sagen oder andere Leute über sie denken mögen, ist doch vieles, für was sie stehen und was sie tun, charismatisch. It's interesting that people try and distance themselves from something when in fact they are doing what that thing is doing that they're trying to distance themselves from. Und es ist eigentlich ein interessantes Phänomen, dass manche Leute sich von gewissen Dingen distanzieren wollen, aber gleichzeitig praktizieren sie eigentlich genau das selber, von dem sie sich zu distanzieren versuchen. In other words, to test a religion, if you like, or a movement, Oder anders gesagt, wenn wir den Prüfstein anlegen wollen an eine Bewegung oder an eine Glaubensrichtung, you don't test them by their claim, you test them by their practice. dann dürfen wir nicht davon ausgehen, was sie behaupten und selber sagen, sondern von dem, was sie tatsächlich tun. For example, Zum Beispiel, let's bring it a little bit closer to home. und ich möchte das jetzt etwas konkreter machen Bring it closer to home, closer to us. und möchte ja das mehr enger auf uns anwenden. There are many people today who call themselves Seventh-day Adventists. Es gibt heute viele, die sich selbst Siebenten-Tags-Adventisten nennen. Well, that's fine. I mean, I could call myself anything I like. Und das ist in Ordnung, ich kann mich ja so nennen und bezeichnen, wie immer ich möchte. But you will only know if somebody is really a Seventh-day Adventist, not by what they claim, but by what they practice. Aber ob jemand wirklich ein Siebenten-Tags-Adventist ist, können wir nicht feststellen anhand seiner eigenen Behauptungen, sondern nur an seinem Leben. So it is possible that there are many today who call themselves Seventh-day Adventists, but they are not really Seventh-day Adventists. Es ist also möglich, dass viele heutzutage sagen, dass sie Siebenten-Tags-Adventisten sind, aber in Wirklichkeit sind sie es nicht. That's why Jesus said in Matthew chapter 7 Und deswegen sagt Jesus in Matthäus 7, that there will be many who come to him at the end of time and say, Lord, haven't we done miracles in your name, cast out demons in your name and done many wonderful works in your name? dass viele am Ende der Zeit kommen werden und zu Jesus sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Wunder getan, Dämonen ausgetrieben und viele großartige Taten. But then Jesus turns around and says to them, I don't know you, depart from me, you who practice lawlessness. Aber Jesus wendet sich zu ihnen und sagt, ich kenne euch nicht, wendet euch ab von mir, geht weg von mir, die ihr das Üble, das Böse tut. Why? Warum? Because they professed a name, but the fruits
the practice was not what they professed. Weil sie sich zu einem Namen bekannt haben, aber die Früchte, das, was ihr Leben gezeigt hat, hat dem nicht entsprochen. So people can talk until they are blue in the face about being Seventh-day Adventists. Also Menschen können lange darüber reden, den ganzen Tag lang, was sie alles sind. But the question is, do you believe what Adventists believe? What we know as the pillars of our faith. Do you believe that? Und dass sie Siebenten-Tags-Adventisten seien, aber die Frage ist doch, glauben sie an diese grundlegenden Wahrheiten, die Säulen der Siebenten-Tags-Adventisten? Do you believe what the Bible teaches us about those pillars of our faith? Glauben sie daran, was die Bibel uns lehrt über diese Fundamente unseres Glaubens? Do you believe what the Spirit of prophecy teaches us about what we are as a people and what the foundations of this church are? Glauben sie daran, was der Geist der Weissagung über uns als Volk sagt, wer wir sind und was unsere Grundlage ist? Do you accept the reproofs? Do you accept the advice and everything else that God has given us in the greater light and the lesser light? Nehmen Sie die Warnungen und die Hinweise an, die Gott uns durch dieses kleinere Licht hat zukommen lassen. And the fact of the matter is if we do not believe those things, Und es ist einfach so, wenn wir diese Dinge nicht wirklich annehmen, then we are not Seventh-day Adventists, dann sind wir einfach keine Siebenten-Tags-Adventisten. no matter what we call ourselves. Egal, wie wir uns selber nennen mögen. I know that's a tough statement, Ich weiß, das ist eine ziemlich harte but Aussage, it's a biblical statement. aber es ist eine biblische Aussage. And nobody can escape the truth of it because it's biblical. Und niemand kann dieser Wahrheit entkommen, denn sie ist biblisch. Another thing I'd like to mention, which relates back to something I was touching on this morning. Eine andere Sache, die ich noch erwähnen möchte, worüber ich etwas sagen möchte, was heute Morgen betrifft. There is today a revolution happening in Adventism. Heutzutage können wir eine Revolution beobachten im Siebenten-Tags-Adventismus. Notice I use the term revolution. Und ich habe bewusst das Wort Revolution hier gebraucht. You see, in the early days when people were moving away from the Dark Ages, Wisst ihr, in früheren Zeiten, als die Menschen aus dem finsteren Mittelalter herauskamen, they experienced a reformation. da haben sie eine Reformation durchgemacht. But today there's a revolution. Aber heute ist es eine Revolution. In fact, recently an Adventist author wrote a book about a revolution in the church. Und es hat sogar vor kurzem ein adventistischer Autor ein Buch geschrieben über die Revolution in der Gemeinde. And he named the concept very appropriately. Und er hat das wirklich völlig zutreffend so benannt. And many people speak of this revolution in Und- connection with new plans for church planting and cell groups. Und viele Menschen sprechen von dieser Revolution und sie sprechen dann über neue Arten der Gemeindegründung und Zellgruppen. And it's interesting though that the philosophy and concepts that are behind the cell groups and the church planting revolution actually are ideas that are borrowed from Bill Hybels and Willow Creek and those other people who teach these concepts. Aber es ist interessant, dass die Konzepte und Ideen, die hinter dieser Gemeindegründungsstrategie stecken und den Zellgruppen, im Grunde genommen werden von Bill Hybels und Willow Creek und all den anderen Leuten, die diese Bewegung ausmachen. This particular author came to my home country and did a whole series of seminars on this whole concept. Und dieser erwähnte Autor ist in mein Land gekommen und hat eine ganze Vortragsserie über dieses Konzept gehalten. I attended the meetings. Ich war bei diesen Versammlungen. He used the spirit of prophecy Er hat den Geist der Weissagung gebraucht, to support his theory. um seine Theorien zu stützen. You'll remember in the Alpha apostasy, John Harvey Kellogg used the spirit of prophecy as well. Und ihr erinnert euch, in dem Alpha-Abfall hat auch John Harvey Kellogg den Geist der Weissagung benutzt. But I went home and I studied the statements that he used in context. Aber ich ging dann nach Hause und habe die Aussagen, die er gebraucht hat, mal im Zusammenhang untersucht. And the scary thing was this. In fact, it had me completely without words because it was just so incredible. Und was mich so unglaublich erschreckt hat und mir wirklich die Sprache verschlagen hat, ich konnte es kaum glauben, Was that everything he was using out of the spirit of prophecy, when you read it in context, actually said exactly the opposite thing. war, dass jedes Zitat, das er aus dem Geist der Weissagung bezogen hatte, wenn man es im Zusammenhang untersuchte, man feststellte, dass es im Grunde genau das Gegenteil ausdrückte. You see, that's the difference between a reformation and a revolution. Und das ist genau der Unterschied zwischen einer Reformation und einer Revolution. A reformation within the church is something which makes use of truth. Its foundation is built on biblical truth.
Eine Reformation in einer Gemeinde oder Kirche gründet sich auf Wahrheit. But a revolution does not respect those kinds of restraints. Aber eine Revolution will diese Art der Begrenzung nicht akzeptieren. Indeed, in a revolution, the end justifies the means. In der Revolution ist es vielmehr so, dass der Zweck die Mittel heiligt. So you can do whatever you want as long as you bring about the change that you desire. Und das bedeutet, was immer die erwünschte Veränderung herbeiführt, das ist auch annehmbar. I thought I would mention those things by way of introduction. Und ich dachte, dass ich diese Dinge hier noch einmal vorausschicke. Because ultimately the revolution that is taking place in Adventism will finally lead all of us, if we follow it, back to Rome. Denn letztendlich wird es so sein, dass die Revolution, die in der Adventgemeinde stattfindet, uns ganz am Ende doch wieder in die Arme Roms führen wird. It will lead us into a wonderful ecumenical fellowship. Es wird uns in eine wunderbare ökumenische Gemeinschaft hineinnehmen. I say wonderful. Und ich meine wunderbar in Anführungsstrichen. Because in order to be ecumenically acceptable, you have to sacrifice some of your beliefs. Denn um wirklich innerhalb der Ökumene akzeptabel und annehmbar zu sein, musst du einfach einige deiner Überzeugungen opfern. Which means then, by definition, you are not a Seventh-day Adventist anymore. Und das bedeutet aber zwangsweise per Definition, dass du nicht länger Siebenten-Tags-Adventist sein kannst. You must understand that Rome knows who Seventh-day Adventists are. Rome knows. Wir müssen uns bewusst sein, dass Rom genau versteht, was es bedeutet, ein Siebenten-Tags-Adventist zu sein. Rome knows exactly what Seventh-day Adventists believe. Rom weiß genau, was Siebenten-Tags-Adventisten glauben. At the United Nations, Bei den Vereinten Nationen it is Rome who speaks on behalf of all the religions of the world. ist es Rom, das die Stimme, das Sprachrohr darstellt aller Weltreligionen. And Rome knows that Seventh-day Adventists stand in opposition, true Seventh-day Adventists stand in opposition to her beliefs. Und Rom weiß, dass wahre Siebenten-Tags-Adventisten ihren Überzeugungen, Roms Überzeugungen entgegenstehen. And so Rome has a challenge for us, Seventh-day Adventists. Das heißt, Rom hat eine Herausforderung für uns Siebenten-Tags-Adventisten. And so this evening I want to share with you Rome's challenge and some of the recent events that are happening today in the religious world. Und diese Herausforderung, vor die uns Rom stellt, über die möchte ich heute Abend sprechen. Und einige, ja. In the process, I will also use the spirit of prophecy to see that everything Ellen White said regarding these things is exactly as the Lord prophesied it would be. Und im Verlauf dessen möchte ich auch den Geist der Weissagung zitieren. Und wir werden feststellen, dass alles, was Ellen White vorausgesagt hat, genau so eintrifft. Let's lay a bit of a foundation. Ich möchte hier jetzt sozusagen das Feld erstmal abstecken und eine Grundlage. So I quote from Ellen Stecken. White, Ich zitiere von Ellen White. "The wicked will be distinguished by their efforts to tear down the Creator's memorial." Wir können die bösen Menschen daran erkennen, dass sie sich bemühen werden, das Denkmal, den Gedenkstein der Schöpfung zu vernichten. What is the Creator's memorial? Was ist dieses Denkmal der Schöpfung? The Sabbath. Der Sabbat, genau. And then they will, in place of that, exalt an institution of Rome, which is Sunday sacredness. Und stattdessen werden sie dann eine Institution Roms in den Mittelpunkt rücken und das ist natürlich die Heiligkeit des Sonntags. And she carries on saying Und sie sagt weiter, that in the issue of this context between these two worship days, dass innerhalb dieser Auseinandersetzung zwischen diesen zwei Anbetungstagen that all of the Christian world will be divided into two great classes. dass die gesamte Christenheit sich aufspalten wird in zwei große Gruppen. Those who keep the commandments of God and the faith of Jesus, Das sind einmal die Gebote Gottes halten und den Glauben an Jesus, and those who worship the beast and his image und dann die das Tier anbeten und sein Bild and receive his mark. und die sein Mahlzeichen empfangen. Notice something important. Beachtet etwas Wichtiges. There are only two classes. Es gibt nur zwei Gruppen. There is no in-between class. Es gibt keine Grauzone. You can't be halfway between the ecumenical Catholic led world and the Adventist belief. You can't be halfway. It's only one of the two.
Wir können nicht irgendwo dazwischen versuchen, uns anzusiedeln, zwischen der ökumenischen Welt, geführt durch Rom, und den 7-Tags-Adventisten. Das funktioniert nicht. No matter how hard Adventists try to be buddy-buddy, good friends with the ecumenical movement, they cannot, because sooner or later they will have to make a decision. They will only be in two classes. Ganz egal, wie sehr sich 7-Tags-Adventisten heute bemühen, gut Freund zu sein, Schulter an Schulter mit der ökumenischen Bewegung, es wird der Tag kommen, wo sie sich entscheiden müssen, denn es wird nur 2 Gruppen geben. And that is why the decision should be made now. Und not later. deswegen sollten wir diese Entscheidung heute schon treffen und nicht aufschieben. Today we have a new set of 10 commandments. Wir haben heute eine neue Art der 10 Gebote. And it is a set of 10 commandments that bases its whole foundation on humanism, on satisfying human desire. Und das sind 10 Gebote, die im Grunde nur darauf aus sind, humanistisch die Bedürfnisse des Menschen zu stillen. It is based on the relativistic philosophies of man, which of course is just foolishness. Ihre Grundlage ist diese Philosophie, dass alles relativ ist, und das ist natürlich biblisch gesehen einfach nur Torheit. I wrote them out and tried to I summarized them in this way. Ich habe sie mal aufgeschrieben und versucht, in dieser Weise zusammenzufassen. Today it says, commandment number 1, Und Gebot Nummer 1 lautet: you shall not be intolerant of other beliefs, Du sollst gegenüber anderen Glaubensüberzeugungen nicht intolerant sein, except for biblical Christianity. außer wenn es biblische Christen sind. You see, today it is interesting that the people who are separated as the ones who are a problem in Christianity are fundamental Bible-believing Christians. They are dangerous. Wisst ihr, es ist interessant, dass heute diese eine Gruppe, die wirklich eine Gefahr darstellt, die Gruppe ist der bibeltreuen Christen, die Fundamentalisten. And yes, even sometimes in your own church, in Adventism, we find that those who are fundamentally Bible-believing Seventh-day Adventist Christians, they are dangerous for the church. Und selbst in unserer Gemeinde können wir das antreffen, dass diejenigen, die wirklich ihre Grundlage auf die Bibel stützen und treue Christen sind, dass sie als gefährlich und extrem betrachtet werden. Did you ever conceive that the day would come Habt ihr jemals daran gedacht, dass ein Tag kommen könnte, where one day in God's church, wo in Gottes Gemeinde that those people who wanted to base their belief on the Bible and who were true to the spirit of prophecy, that they would one day be viewed as a problem? wo eines Tages diejenigen, die ihre Überzeugungen gründen wollen auf die Bibel, auf den Geist der Weissagung, als ein Problem angesehen werden? The whole concept is almost inconceivable, but we know it is true because it's happening. Es ist fast unvorstellbar, und dennoch wissen wir, dass es der Wahrheit entspricht, weil es nämlich stattfindet. Commandment number 2. Das 2. Gebot. Today in the schools, no Bible reading is allowed. Heute ist es in Schulen nicht erlaubt, aus der Bibel zu lesen. But you can have sex education and teach our children evolution. It's mandatory. Aber es ist kein Problem, Kinder sexuell schon aufzuklären und Evolution zu lehren. Das ist sogar Pflicht. Commandment number 3. Das 3. Gebot. You should not take the name of Darwin or Karl Marx or the Pope in vain, Du sollst den Namen von Darwin, Marx oder dem Papst nicht missbrauchen, because you teach their philosophies in our schools. denn ihre Philosophie wird ja in unseren Schulen gelehrt. But you can curse and you can ridicule the name of Christ without being censored. Aber der Name Christus kann verflucht und lächerlich gemacht werden, ohne dass das irgendwelche Folgen hat. A very good example of this is what you see in the movies today, in the media. Und ein gutes Beispiel ist das, was wir heute in den Medien sehen, in den Filmen. They will tell parents to be careful about the language in the movie because there is swearing in the movie, you know, the normal swearing. Sie sagen Eltern vielleicht, dass sie mit diesem Film vorsichtig sein müssen, denn da wird geflucht, da werden Schimpfworte gebraucht. But when they use the name of the Lord in vain, there's no warning given at all. Aber wenn der Name Gottes dort missbraucht wird, dann wird davor gar nicht gewarnt. Commandment number 4. Das 4. Gebot. You must remember to respect other religious days, especially Sunday. Denke daran, dass du andere religiöse Tage heilig hältst, besonders den Sonntag. In fact, laws are being made
to keep Sunday holy. Und es ist tatsächlich so, dass Gesetze im Entstehen sind, um diesen Sonntag heilig zu halten. But as far as the seventh day is concerned, God's holy day, well, anybody who wants to keep that is bigoted and legalistic. Aber was den Tag Gottes angeht, den 7. Tag, den Sabbat, jeder, der den halten will, der ist fanatisch. One would call it one of the New Age philosophies is that you honor your Mother Earth and the state rather than God. Eine der Philosophien des New Age ist, die Mutter Erde und den Staat zu ehren, eher als Gott. Commandment number 6, and this is quite relevant in my home country, Das 6. Gebot, und das ist in meinem Heimatland ziemlich wichtig, is that you can't defend yourself against somebody who has come to kill you or rape your wife or steal from your home. ist, dass du dich nicht verteidigen willst, wenn jemand kommt und dich berauben will oder deine Frau vergewaltigen oder in dein Heim einbrechen. And that convicted murderers cannot be executed. Und dass Menschen, die des Mordes überführt worden sind, nicht hingerichtet werden dürfen. But on the other hand, laws are made in countries today where they can actually murder innocent infants on request. It's called abortion. Und dennoch existieren in den Ländern Gesetze, wo es legal ist, kleine Kinder zu töten, und man nennt es Abtreibung. Commandment number 7. Das 7. Gebot. All kinds of perversion today are practically acceptable. Jede Art der Perversion ist heute annehmbar. Homosexuality. Homosexualität. In many states and countries today, laws are being made to legalize homosexual relationships and marriages. In vielen Ländern und Nationen werden Gesetze gemacht, die die Homosexualität und homosexuelle Partnerschaften oder Ehen legal machen und möglich. Pornography, adultery. Pornografie und Ehebruch. These things are becoming acceptable even by law. Diese Dinge werden annehmbar und werden sogar gesetzlich geschützt. And if you call it wrong, well then you're narrow-minded and bigoted. Und wenn du es falsch nennst, naja, dann bist du engstirnig und fanatisch. And number 8, Nummer 8. well, do not steal, Du sollst nicht stehlen, except that it seems to be that the middle class is the one that is being stolen from. In fact, the middle class in the world today is disappearing. außer es handelt sich um die Mittelschicht, die du dort gerade beraubst. Und es ist tatsächlich so, die Mittelschicht in unserer Welt, sie verschwindet immer mehr. You might find it interesting to know that Rome hates the middle class. Und vielleicht ist es für euch interessant zu erfahren, dass die Mittelschicht ja von Rom gehasst wird. It was the Protestants, the reformers, who started the middle class in society. The working middle class was as a result of the Protestant Reformation. Denn es war ein Ergebnis der protestantischen Reformation, dass diese Mittelschicht, die arbeitende Schicht in der Gesellschaft überhaupt entstanden ist. But it suits Rome's purposes better to have the very rich and the very poor because then they can manipulate the masses. Aber für Roms Absichten ist es viel besser, sie haben eine ganz reiche Schicht und eine arme Schicht, dann können sie viel besser manipulieren. Number 9. Nummer 9. It is better to lie than to offend people by telling them the Bible truth. Es ist besser, nicht die Wahrheit zu sagen, als Menschen durch biblische Wahrheiten ihnen Anstoß zu geben. And number 10. Und Nummer 10. To covet what is your neighbor's is not a sin. Zu begehren, was dein Nächster besitzt, ist keine Sünde. In fact, everything you see through the media today encourages people to covet what other people have. Und es ist tatsächlich so, alles, was die Medien uns heutzutage präsentieren, ermutigt die Leute, das zu begehren, was die anderen haben. Until people buy things that they can't afford just so that they can have what other people have and they get into debt that they can never get out of. Und es geht so weit, dass Menschen sich in Schulden stürzen, um Dinge zu haben, nur damit sie mithalten können mit ihrem Nächsten, und dann kommen sie nie mehr heraus. We live in a society today which is essentially totally lawless according to the biblical definition. Wir leben heute in einer Gesellschaft, die nach biblischen Maßstäben eigentlich völlig gesetzlos ist. But you see, this is just how Satan wants it to be. Aber wisst ihr, genau das ist ja auch die Absicht Satans. Because now that we are at such a low moral state in this world, Denn jetzt, wo wir ein derartig niedrigen moralisches Niveau erreicht haben in unserer Welt, Satan can use his people to bring in a so-called solution to the problem. da kann Satan nämlich seine Leute jetzt auf die Bühne bringen und sie präsentieren uns eine sogenannte Lösung zu dem Problem. They will say, you know why the world is in such a bad state? Sie werden sagen,
Ja, wisst ihr, warum die Welt so weit gekommen ist? Because we are not keeping holy God's Sabbath. Weil wir Gottes Sabbat nicht heilig halten. Do you know why we have natural disasters and wars? We're not keeping holy God's Sabbath. Wisst ihr, warum wir Naturkatastrophen haben und Kriege? Weil wir Gottes Sabbat nicht heilig halten. If we want a better moral state, we need to keep holy God's Sabbath. He will bless us if we keep holy that Sabbath. Wenn es mit der Moral wieder aufwärts gehen soll, dann müssen wir Gottes Sabbat heilig halten. Er wird uns dann segnen. But the only problem is it won't be the seventh day Sabbath, it will be the first day Sabbath. Das einzige Problem dabei ist, es wird nicht der 7. Tag Sabbat sein, sondern der 1. Tag der Woche. But we as Seventh-day Adventists know and believe that the seventh day Sabbath is not only a memorial of God's creation, it is the seal of the living God. Aber wir als 7. Tagsadventisten wissen, dass der 7. Tag Sabbat nicht nur ein Gedenktag ist für die Schöpfung Gottes, sondern es ist das Siegel des lebendigen Gottes. Ellen White writes, Ellen White schreibt, the seventh day is to be shown as the seal of God. wir sollen klar machen, dass der 7. Tag das Siegel Gottes ist. And people are to be shown what they may expect from the papal power, from Rome. Wir sollen den Leuten zeigen, was sie zu erwarten haben von der päpstlichen Macht. And today, though, people are saying, don't say anything about Rome, don't tell the people what Rome is doing, because then you are going to be practicing hate speech. Aber heute hören wir immer Stimmen, die sagen, nein, sag nichts gegen Rom, erzähl den Leuten nicht etwas gegen Rom, sondern weil, wenn du das tust, dann schürst du doch nur Hass. But according to the testimonies, we are told to reveal what Rome will be doing. Aber die Zeugnisse sagen uns und geben uns den Auftrag, dass wir bloßstellen sollen, was Rom vorhat. She says the time has come when Protestant churches are reaching out to grab the hand of Rome. Sie sagt, die Zeit ist gekommen, wo die protestantischen Kirchen ihre Hand ausstrecken, um Rom zu ergreifen. Rome, the one who made void the law of God. Rom, diejenigen, die das Gesetz Gottes nichtig gemacht haben. She goes on to say, Sie sagt weiter, she says that the announcement of the angel in Revelation 14, verses 8, which announces the fall of Babylon, sie sagt, dass die Verkündigung des Engels in Offenbarung 14,8, der den Fall Babylons sagt, that this needs to be declared as the last message to the world, the loud cry, dass das die letzte Botschaft ist, die wir der Welt bringen müssen, der laute Ruf. and that in addition to that, the mention of the corruptions which have been entering the various organizations that are Babylon must also be mentioned, must be shown. Und dass zusätzlich zu dieser Botschaft wir auch all diese Verderbnis, die Übel, die eingedrungen sind in die Kirchen, zum Ausdruck gebracht werden müssen. Es ist Teil der Botschaft. So not only must we mention Rome and what she stands for in the scriptures, that she is the beast of Revelation 13, Wir sollen also nicht nur Rom erwähnen und dass sie das Tier aus Offenbarung 13 ist, but we must tell the people what it is that she is doing wrong. sondern wir sollen den Menschen auch klar sagen, was es eigentlich ist, was diese Macht falsch tut. Yet today we be better if we keep our mouths shut. Aber heute scheint es besser, wir würden schweigen. You see, one of the things that lies at the heart of Protestants' failure Ist ja eines der Probleme, das dem protestantischen Versagen zugrunde liegt, is that they started accepting doctrines and teachings that came from spiritualism. ist, dass sie Lehren angenommen haben, die ursprünglich aus dem Spiritismus stammen. We'll have more to say about that a little later. Ich werde darauf später noch zurückkommen. Ellen White writes in The Great Controversy, Im großen Kampf schreibt Ellen White, she says, as the teachings of spiritualism are accepted by the churches, wenn die Lehren des Spiritismus durch die Kirchen angenommen werden, the restraint imposed upon the carnal heart, our carnal nature, is removed. dann wird die Begrenzung, die Beschränkung, die dem menschlichen Herzen, dem fleischlichen Herzen auferlegt ist, weggenommen. And the profession of religion, of Christianity, will become a cloak, will become a covering to conceal the worst kind of iniquity. Und das Bekenntnis von Religion und von Glauben wird nichts weiter sein als ein Mäntelchen, unter dem man die übelsten Laster versteckt. No wonder the Christian world today finds itself in the moral condition we do, with no law of God existing anymore. Es ist kein Wunder, dass die christliche Welt heute in einem derartigen Zustand sich befindet, wo das Gesetz Gottes keine Rolle mehr spielt.
She says that a belief in spiritual manifestations opens the door to seducing spirits and doctrines of devils. Sie sagt, der Glaube an die Erscheinung von Geistern, spiritistischen Erscheinungen, öffnet die Tür für die Verführung durch Geister und für die Lehren von Teufeln. And so the influence of evil angels will be felt in the churches. Das heißt, in den Gemeinden werden wir spüren, dass böse Engel Einfluss nehmen. By the way, people, this is not future. Und übrigens, ihr Lieben, hier geht es nicht um die Zukunft. This is history. It's present, it's history, and it's happening today. Es passiert heute und es ist schon in der Vergangenheit passiert. And as a result of this, we have become more sensitive to Rome, who has always included in her philosophy spiritualistic ideas and dogmas. Und das Ergebnis davon ist, dass wir uns mehr gegenüber Rom geöffnet haben, die immer Spiritismus als einen Teil ihrer Lehren und Überzeugungen hatte. She goes on to say that Rome, papists, Protestants, and worldlings, Und sie sagt weiter, dass, papists, Protestants, and worldlings. dass also Katholiken, Protestanten und Weltmenschen, Now, worldlings could mean the political entities, the government entities of the world, those who are not necessarily religious. also Weltmenschen, das können also die politischen Regierungen sein, das sind also nicht unbedingt gläubige Menschen. She says they will accept this form of godliness Sie sagt, die werden diese Form der Frömmigkeit annehmen, without the power, ohne ihre Kraft. and they will see in this union a grand opportunity, a grand movement for conversion of the world. Und sie werden in dieser Vereinigung eine wunderbare, großartige Möglichkeit sehen, die Welt zu vereinen And the ushering in of the long expected millennium. und endlich dieses lang ersehnte tausendjährige Friedensreich zu erreichen. Did you know that Christians and New Agers believe that this millennium has already begun? Wisst ihr, dass Christen und auch New Age-Anhänger glauben, dass dieses Jahrtausend bereits begonnen hat? Pope John Paul II wrote about it as beginning in the year 2000. Zu Beginn des Jahres 2000 hat Papst Johannes Paul II. Darüber gesprochen. Now, do you notice that here is what we might call a wonderful ecumenical movement of Protestants, of Catholics, Wir haben hier etwas, was wir als eine wunderbare ökumenische Bewegung ansehen könnten. Da sind Protestanten, da sind Katholiken, for the conversion of the world. In other words, the changing of the world. und sie arbeiten an der Bekehrung der Welt, das heißt an einer besseren Welt. Can Adventists have anything to do with this at all? Können Adventisten daran in irgendeiner Weise teilhaben? Today, in the religious philosophy of most Christian churches, Die religiöse Philosophie der meisten Kirchen heutzutage, the prophecies that clearly reveal who Rome is and that clearly reveal events at the end of time, those things are completely twisted into something else. da werden die Prophezeiungen, die ganz klar offenbaren, worum es geht bei Rom und was sie vorhaben, total ins Gegenteil verdreht. For example, the prophecy in Daniel chapter 9, which is actually a prophecy that proves Jesus' life and ministry in this world, Die Weissagung in Daniel 9 zum Beispiel, die eigentlich eine Weissagung ist, die ein Beweis ist für das Erscheinen Christi und seinen Dienst in dieser Welt. today that prophecy is interpreted by most of the Christian world who believe in the rapture theory and the reinstating of the nation of Israel. Diese Prophezeiung wird von den meisten Christen heute so interpretiert, und das sind Christen, die glauben an eine Entrückung und an die Wiederaufrichtung des Staates Israel. Today, most Christians believe that there will be, according to that prophecy, that there will be a new temple built in Israel. Diese Christen glauben heute, dass in Jerusalem ein neuer Tempel errichtet werden wird, That a sacrificial system will be instituted. dass wieder ein Opferdienst in Gang gesetzt wird And then in the middle of that week, the devil himself, the Antichrist, will come. und dass in der Mitte der Woche dann der Teufel selbst als Antichristus kommen wird. Of course, it's interesting to notice that we as Adventists believe that that was the anointing of Christ at the beginning of that week. In the middle of that week, Christ's crucifixion took place. Und interessant ist festzustellen, dass wir als Adventisten ja der Überzeugung sind, dass es sich hier um das Kommen von Christus handelt und dass in der Mitte der Woche seine Kreuzigung stattfand. So what is amazing is today a prophecy about Christ has become a prophecy about the devil. Und was hier total verblüffend ist, ist, dass heutzutage eine Prophezeiung, die auf Christus angewandt werden müsste, sich auf den Teufel beziehen soll.
Of course, that destroys the rest of the prophecy of Daniel. Daniel chapter 8 and 9, Daniel chapter 7, all of them are differently interpreted by the Christian world to take the attention away from Rome. Und natürlich werden dadurch auch die restlichen Prophezeiungen von Daniel, Kapitel 8, Kapitel 7, vollkommen zerstört. Alles wird so interpretiert, dass nicht mehr Rom im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. In fact, Rome lay behind so many of these new theologies and interpretations. Und tatsächlich ist es so, dass Rom hinter vielen dieser neuen Theologien und Interpretationen der eigentliche Urheber ist. Just very quickly. Nur ganz schnell. After the time of Voltaire, which was around about 1798, Nach der Zeit von Voltaire, das war etwa 1798, he was the one who established the Charter on Human Rights, er war der Verfasser der Menschenrechtscharta, which became a very significant philosophy of the French Revolution. die dann ein sehr, sehr wichtiges Dokument war der Philosophie der Französischen Revolution. In essence, it was a counterfeit of God's commandments. That's what it was essentially. Und im Wesentlichen handelte es sich dabei eigentlich um ein Gegenstück zu den 10 Geboten Gottes. It was a humanistic philosophy instead of a God-focused philosophy. Es war humanistische Philosophie anstatt einer Philosophie, die sich auf Gott gründet. And then from that time on, we had the rise of so many different movements like Freemasonry, spiritualism, theosophy, false prophets, Mormon movement, Jehovah's Witnesses, and so on. Und dann in dieser Zeit, die dann folgte, sind dermaßen viele Bewegungen und Philosophien entstanden, wie die Freimaurer, der Spiritismus, die Theosophie, falsche Propheten, die Mormonen, die Zeugen Jehovas und so weiter. All of this happened from that time right through the 1800s. Alles passierte von dieser Zeit an bis in die 1800er Jahre. And it was at that time that God was beginning to raise up a people to form what today we call the Seventh-day Adventist Church. Und genau zu dieser Zeit hat Gott eine Bewegung ins Leben gerufen, die wir heute kennen als die Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten. Satan knew that God was raising up a people, Satan wusste, dass Gott diese Bewegung ins Leben rufen and würde. so he created a counterfeit. Also hat er eine Fälschung versucht. Karl Marx, for example, joined the League of the Just in 1842. Zum Beispiel ist Karl Marx ein Mitglied geworden der Liga der Gerechten im Jahre 1842. And started writing his Communist Manifesto in 1844 and finally published it in 1848. Und 1844 hat er sein kommunistisches Manifest geschrieben, das dann 1848 veröffentlicht wurde. Darwin drew up some of the notes on his Origins of Species, the book he wrote, and enlarged it in 1844. Darwin hat in der Zeit einige Notizen gemacht für sein Buch Die Entstehung der Arten und hat es 1844 dann erweitert. The Baha'i faith was founded by Baha'i Ulia, Der Bahai-Glaube wurde 1844 gegründet von Bahai Ulia and it is today the largest representation of a belief system in the United Nations. und heute ist diese Glaubensüberzeugung stellt die größte Gruppe von Vertretern innerhalb der Vereinten Nationen. It is interesting to notice that it is a very ecumenical belief system which includes all the religions of the world. Und es ist interessant festzustellen, dass diese Glaubensüberzeugung sehr ökumenisch geprägt ist und im Grunde alle Religionen der Welt in sich vereinigt. The birth of modern spiritualism took place in that time, March 31st, 1848. In dieser Zeit war auch die Geburtsstunde des modernen Spiritismus. Das war im März 1848. It's interesting that the foundation of the New Age movement was laid by a woman by the name of Helena Petrovna Blavatsky. Und es ist auch interessant, dass die heutige New Age-Bewegung zurückgeht auf eine Frau mit dem Namen Helena Petrova Blavatsky. And her book, The Secret Doctrine, was in fact published in the very year that Seventh-day Adventists were coming to a great realization of righteousness by faith, 1888. Und 1888, in dem Jahr, wo die Adventisten ganz klar verstanden haben, worum es bei der Gerechtigkeit aus dem Glauben geht, in diesem Jahr, 1888, im selben Jahr, hat sie ihr Buch Die Geheimlehre veröffentlicht. Which was a combination of Eastern and Western occultic ideas. Und dieses Buch verbindet östliche und westliche okkulte Philosophien miteinander. In 1844, 1844 the Sinaitic manuscript, the Codex Sinaiticus, which was discovered at the Mount Sinai Monastery, wurde auch der Codex Sinaiticus
entdeckt, und zwar in einem Kloster am Berg Sinai. And amazingly enough, this manuscript agreed with the Codex Vaticanus, which was discovered in 1481 in Vatican Library. Und interessanterweise befand sich dieser Kodex in Übereinstimmung mit dem Codex Vaticanus, der sich in einer Bibliothek des Vatikans befindet. Which is the foundation of many of our newer translations that we have today of the Bible. Und auf diese Kodizes gründen sich viele der heutigen modernen Bibelübersetzungen. The point I'm trying to make by sharing these things with you Ich erzähle diese Dinge, weil ich auf einen bestimmten Punkt hinaus will. is that right at the very time that God was raising up a church, and notice 1844 is an important date, where the church experienced a disappointment. Der Punkt ist, dass genau zu der Zeit, 1844, wo Gott eine Bewegung ins Leben rufen wollte, wo diese große Enttäuschung erlebt wurde, That after that disappointment, there grew out of that a tremendous spiritual awakening that gave birth to the Seventh-day Adventist Church. wo nach dieser großen Enttäuschung eine gigantische, große geistliche Erweckung stattfand, eine Bewegung, aus der die Siebenten-Tags-Adventisten entstanden. That at the same time, Satan was moving through all these different organizations so that he could bring in a total revolution, a new philosophy in the world. Da hat Satan zur selben Zeit in all diesen verschiedenen Bewegungen die Register gezogen, um die Welt zu überfluten mit völlig neuen Philosophien. It is important to notice that behind many of these movements, with their strange philosophies, lies Rome. Es ist wichtig zu verstehen, dass hinter vielen dieser Bewegungen mit ihren eigenartigen Philosophien im Grunde Rom steckt. This is why it is so important for us today to know what Rome says and where we should stand in relationship to Rome. Und deswegen ist es für uns heute so wichtig zu verstehen, was Rom heute für Aussagen macht und wie wir uns dazu positionieren sollten. And this is where it becomes very interesting. Und es wird sehr, sehr interessant aus folgendem Grunde. Because what I'm going to share with you now is not something that is old history. Denn was ich euch jetzt weitergeben möchte, das sind nicht einfach Dinge aus der Vergangenheit, Although much of it did take place in the past. obwohl vieles davon bereits stattgefunden hat. But it is what Rome today is teaching and saying right now as we speak. Aber es geht auch um Dinge, die Rom heute, jetzt wo ich hier vor euch rede, genau so vertritt. That's why I said to you in the beginning, Und deswegen hatte ich anfangs gesagt, Rome knows who Seventh-day Adventists are and what they believe. Rom weiß genau, wer die Siebenten-Tags-Adventisten sind und woran sie glauben. For example, in this Roman Catholic source, Zum Beispiel hier in dieser römisch-katholischen Quelle, Storia della Dominica, Storia della Dominica, published in 1969, das wurde 1969 herausgegeben. an interesting statement was made regarding the gift of the Sabbath. Und da findet sich eine interessante Aussage über die Gabe des Sabbats. I quote, Ich zitiere, not the creator of the universe, nicht der Schöpfer des Universums, in Genesis 2, 1-3, in 1. Mose 2, 1-3, but the Catholic Church sondern die katholische Kirche can claim the honor of having granted man a pause to his work every 7 days. hat Anspruch auf die Ehre, dem Menschen alle 7 Tage eine Ruhepause verschafft zu haben. Now, as far as I'm concerned, that is blasphemy in the highest degree. Also, ich kann dazu nur sagen, das ist für mich Gotteslästerung in reinst Form. Because it is indeed God who was the one who granted man the rest. But of course, Rome gave us the false rest, and she's most certainly responsible for that. Denn selbstverständlich war es Gott persönlich, der uns den Ruhetag gegeben hat. Aber natürlich, in gewisser Weise war es Rom, die die Welt beglückt hat mit dem falschen Ruhetag, dem Sonntag. You see, this whole issue of the day of rest is the mark of the authority of Rome. Wisst ihr, diese ganze Frage um den Ruhetag, das ist das eigentliche Kennzeichen der Autorität Roms. This has always been the central issue that has separated Rome from those who really believe in the true God. Diese Frage war immer die entscheidende Trennlinie zwischen denen, die zu Rom halten und denen, die an Gott glauben. And remember, Ellen White said that it will be because of this issue that the world will finally be divided into 2 great classes, only 2 classes. Und denkt daran, Ellen White sagt, diese Frage ist es, die die Welt aufspalten wird in allein 2 große Gruppen. For example, in his letter, Pope John Paul II wrote, the letter Deus Domini, In seinem Brief
Dies Domini schreibt Johannes Paul zum He Beispiel, said regarding Sunday worship and who we really are worshiping on Sunday, und er schreibt in Bezug auf die Sonntagsheiligung und um wen es wirklich geht bei der Anbetung am Sonntag. he says that as we worship on Sunday, we are really worshiping Mary. I'm just summarizing. Und er sagt hier, ich fasse das einfach mal so zusammen, wenn wir am Sonntag Gottesdienst feiern, dann beten wir eigentlich Maria an. You know, it might be said by many Protestants, well, that is something that Protestants won't be a part of. Ja, vielleicht sagen jetzt viele Protestanten an dieser Stelle, naja, aber damit haben wir eigentlich nichts zu tun. I would like to suggest that when you take the first step going back to Rome, you will have to take the next step and the next step. Aber ich bin doch der Meinung, wenn wir den ersten Schritt auf Rom zumachen, dann müssen wir auch den zweiten tun und dann wird auch der dritte folgen. Wait and see what comes up as we continue. Und jetzt achtet darauf, was noch weiterkommt. He continues to write in Dies Domini regarding civil legislation. Er schreibt weiter in diesem Brief Dies Domini über die bürgerliche Gesetzgebung. He says Christians will naturally strive to ensure civil legislation is made regarding their duty to keep Sunday holy. Er sagt, für Christen wird es ganz normal sein, dass sie sich darum bemühen, dass Gesetze erlassen werden, die also die Pflicht der Sonntagsheiligung beinhalten. This is particularly being promoted in the United States at this very time. Beziehungsweise die Sonntagsheiligung auf jeden Fall möglich machen. So again, I want to emphasize that the issue of Sunday as opposed to Saturday's sacredness is a very important issue as far as Rome is concerned. Ich möchte erneut betonen, dass also diese Frage der Sonntags- oder Sabbatsheiligung eine ganz wichtige, entscheidende Streitfrage ist, wenn es um Rom und seine Autorität geht. Indeed, even Israel's Minister of Interior in Israel wants to legislate Sunday. Und es ist sogar so, dass der Innenminister in Israel bemüht ist, die Sonntagsheiligung gesetzlich zu ermöglichen. Now, let's go to Rome's present challenge. Wenden wir uns nun Roms Herausforderung für die Gegenwart zu. I want you to bear in mind that this is a challenge that comes from Rome now, in our age. This is not old history, this is in the year 2003. Und bitte vergesst bei dieser ganzen Betrachtung nicht, hier geht es nicht um irgendwelche Dinge aus der Vergangenheit, sondern das ist aus dem Jahre 2003. Das sind Herausforderungen, die ganz frisch von der Druckerpresse kommen. And this comes from our own website. Und das hier habe ich gefunden auf ihrer eigenen Internetseite. Right. Most Christians think that Sunday is the biblically approved day of worship. Dort steht, die meisten Christen gehen davon aus, dass der Sonntag der biblisch unterstützte Tag für den Gottesdienst ist. Well, the Roman Catholic Church protests that it transferred Christian worship from the biblical Sabbath to Saturday to Sunday. Aber die römische Kirche wendet dagegen ein, dass sie es war, die den christlichen Gottesdienst vom biblischen Sabbat, Samstag, auf den Sonntag verlegt hat. And they go on to say that to argue that the change was made in the Bible is actually dishonest and a denial of Catholic authority. Und sie sagen weiter, dass den Versuch zu unternehmen, dass diese Veränderung biblisch begründet sei, das ist nicht nur unehrlich, sondern auch eine Verleugnung der katholischen Autorität. Indeed, they say if Protestants want to base their teachings on the Bible, they should keep Saturday holy. Und sie sagen ganz klar hier sogar, wenn die Protestanten ihre Lehren allein auf die Bibel gründen wollen, dann sollten sie den Samstag heiligen. Well, it is interesting that in this same website, at the same time, they start quoting a challenge that Rome made back in 1893. Es ist interessant, auf derselben Internetseite wird hier eine Herausforderung neu formuliert, die eigentlich zurückgeht auf das Jahr 1893. In fact, this was originally printed in 1893 Also das wurde ursprünglich zum ersten Mal herausgegeben 1893 as a response by the Seventh-day Adventists' appeal to the United States Congress regarding religious legislation at that time. Das war die Reaktion auf eine Anfrage der Siebenten-Tags-Adventisten an den Kongress der Vereinigten Staaten zu diesem Jahr. You see, at that time, United States wanted to legislate Sunday, and Adventists were the ones who stopped it from happening. Damals war es so, die Vereinigten Staaten wollten gerne den Sonntag gesetzlich festlegen
Und es waren die Adventisten, die diese Initiative damals gestoppt haben. Now, Rome presented that challenge to the Protestants in that time, and now she reprints that same challenge in her 2003 website challenge. Und damals hat Rom also diese Herausforderung der protestantischen Welt vorgehalten und die wird jetzt auf der Internetseite 2003 neu aufgelegt. Notice what they say. Und sie sagen hier, She says, the Protestant says, how can I receive the teaching of an apostate church, Rome? hier steht also, Protestanten sagen, wie kann ich die Lehren einer abgefallenen Kirche annehmen? Then Rome asks, Und Rom fragt dann, how have you managed to receive her teachings all of your life? wie habt ihr es denn hingekriegt, schon euer ganzes Leben lang ihre Lehren anzunehmen? In direct opposition to your recognized teacher, the Bible, Und zwar in klarem Gegensatz zu dem, was die Bibel lehrt, as far as the Sabbath question is concerned. was nämlich die Sabbatfrage angeht. In fact, they go on to say, Und sie sagen sogar weiter, those who follow the Bible as their guide, the Israelites and Seventh-day Adventists, diejenigen, die allein der Bibel als ihrer Richtschnur folgen, nämlich das Volk Israel und die Siebenten-Tags-Adventisten, they have the exclusive weight of evidence on their side, haben das große Übergewicht der Beweise auf ihrer Seite. while the so-called biblical Protestant does not have a word in his defense. Während die biblischen oder sogenannten biblischen Protestanten nicht ein einziges Wort zur Verteidigung ihres Standpunktes finden können. For substituting Sunday for Saturday. Nämlich dafür, dass sie anstelle des Sabbats den Sonntag heiligen. In fact, they go on to say Und dann sagen sie weiter, that no Protestant living today has ever yet obeyed that commandment, the Sabbath commandment. Rather, they prefer to follow a teaching of Rome. dass kein Protestant, der heute lebt, wirklich eigentlich diesem Gebot gefolgt ist, sondern sie haben sich alle der abgefallenen Kirche zugewandt und sind ihr hinterhergelaufen. Rome herself says, according to the statement, that there is no other doctrine in the Bible regarding the Sabbath except to keep the seventh day holy. Rom selbst sagt ja und macht die Aussage, dass innerhalb der Bibel gar keine andere Lehre zu finden ist, nur die, den Sabbat, den 7. Tag zu halten. I'm summarizing some of the statements because some of them are quite long. Einige der Zitate sind recht lang und ich fasse das mal etwas zusammen jetzt. Now, this is an important statement that comes from the editor of this 2003 website. Und hier jetzt eine wichtige Aussage, die kommt also von dem Herausgeber dieser Internetseite von 2003. And here the editor is making mention of the Council of Trent, which took place back in the 1500s. Und hier erwähnt der Verfasser das Konzil von Trient, das in den 1500er Jahren stattfand. And this Council of Trent was that had as a central issue in that council was the whole Reformation, Protestant Reformation. This was an issue. Und das Thema dieses Konzils in Trient war im Grunde die protestantische Reformation. What is interesting that most people don't know is that the big central issue that was the defining moment in that council had to do with the Sabbath. Und was interessant ist und was viele Leute nicht wissen, ist, dass die entscheidende, zentrale Frage in den Auseinandersetzungen dort der Sabbat und der Sonntag war. In fact, the editor says it was upon this very point, the Sabbath, that the Reformation was condemned by the Council of Trent. Und der Herausgeber hier sagt sogar, dass es eigentlich dieser Punkt war, der Sabbat, der dazu führte, dass die protestantische Reformation verdammt wurde. In fact, it's very interesting to notice that Archbishop Reggio, Und es ist sehr interessant hier festzustellen, dass der Erzbischof Reggio, who made his speech on the last opening session of the Council of Trent, der eine Rede hielt, und zwar als die letzte Sitzung dieses Konzils eröffnet wurde, in 1562, und das war 1562, made this interesting statement to the Protestants. und er sagte Folgendes und wandte sich damit an die Protestanten. He said, the Protestants claim to stand upon the written word only, in other words, the Bible. Er sagt, die Protestanten beanspruchen, sich allein auf das geschriebene Wort zu stützen, mit anderen Worten die Bibel. They profess to hold the scripture alone as their standard of faith. Nach ihrem Bekenntnis halten sie sich allein an die Heilige Schrift, was ihren Glauben angeht. He goes on to say that this Bible, this written word that they believe in, tells Protestants to keep holy the seventh day Sabbath. Und er sagt weiter, dass dieses geschriebene Wort, die Bibel, den Protestanten sagt, dass sie den 7. Tag, den Sabbat, heiligen sollten. But he says they do not observe the seventh day, but they reject it. Aber er sagt, sie beachten diesen Tag nicht, sondern sie verwerfen ihn. He said that if they do truly hold to the scripture alone as their standard, they would be observing the seventh day Sabbath.
Und er sagt, wenn sie wirklich, so wie sie beanspruchen, sich allein auf die Bibel stützen würden, dann würden sie auch den 7. Sabbat, den 7. Tag heilig halten. You see, back in that time already, Rome understood. Und wir können hier erkennen, dass schon damals, zu der Zeit, Rom genau verstanden hat, That there was one particular thing that the Protestants would not give up, and that was the Sabbath, the Roman Sabbath. dass es eine ganz bestimmte Sache gab, die die Protestanten nicht aufgeben wollten, und das war der römische Sabbat. And so she found her excuse to reject the Protestant Reformation. Und das war die Ausflucht, die Entschuldigung, die Rom gesucht hatte, um die protestantische Reformation verwerfen zu können. And so basically, Rome said to them Und im Grunde hat Rom ihnen damit gesagt, that the whole claim of the Protestant Reformation, that the Bible and the Bible alone is their standard of faith, it fails. dass der ganze Anspruch der protestantischen Reformation, dass die Bibel und die Bibel allein die Grundlage ihres Glaubens sei, doch nichtig ist. And of course, as a result, the doctrine of Rome is established. Und natürlich, das Ergebnis des Ganzen war, dass stattdessen die Lehren Roms fest und bestätigt wurden. The editors make a final comment in this 2003 publication. In dieser Veröffentlichung von 2003, da gibt es einige letzten Bemerkungen des Herausgebers. They said that this was the inconsistency of the Protestant practice. Sie sagen, genau das war die Inkonsequenz der Protestanten. And with the Protestant profession that gave finally the opportunity for Rome to condemn the Reformation. Das war die Inkonsequenz in ihrem protestantischen Bekenntnis und das war die Gelegenheit für Rom, sie zu verdammen. Now Rome doesn't stop there, Aber Rom gibt sich damit nicht zufrieden. because Rome goes on to say in this publication Denn Rom sagt in dieser Veröffentlichung weiter, that she recognizes the difference between those who claim to have the Bible as their standard and those who really do have the Bible as their standard. dass sie sehr gut den Unterschied versteht und wahrnimmt zwischen denjenigen, die nur sagen, die Bibel sei ihre alleinige Grundlage, und denjenigen, die sich wirklich daran halten. And so I quote, Und ich zitiere hier, the challenge issued by Rome over 100 years ago die Herausforderung, die Rom schon vor über 100 Jahren gestellt hat, still remains today. ist bis heute aktuell. Either the Catholic Church is right, Entweder hat die katholische Kirche recht or the Seventh-day Adventist Church is right. oder die 7-Tags-Adventisten haben recht. There can be no other choice. Es gibt keine andere Möglichkeit. Do you realize what we've just read? Habt ihr das gerade gehört, was wir gelesen haben? Do you understand the implications of what Rome has just said? Versteht ihr, was das bedeutet, was Rom hier gesagt hat? You see, what Rome is telling us, this is Rome's words, these are not our words. Was Rom hier sagt, und das sind ja seine Worte, nicht unsere. Rome is telling us today that you are either going to follow the Roman Catholic Church and her teachings, or you are going to be a Seventh-day Adventist. That's what she says. Rom sagt hier an dieser Stelle nichts anderes, als dass entweder du folgst der römisch-katholischen Kirche, ihrer Autorität, oder du folgst den 7. And Tags-Adventisten. this is all based around the issue of the Sabbath, Sunday or Saturday. Und die Entscheidung dreht sich dabei immer um die Frage Sabbat oder Sonntag. What did Ellen White write over 100 years ago? Was hat Ellen White vor über 100 Jahren bereits geschrieben? That at the end of time there will be a division of only two great classes in the world. Dass es am Ende der Zeit nur eine Aufteilung geben wird zwischen zwei großen Gruppen in der ganzen Welt. That will be divided on the issue of Sabbath sacredness. Und die Frage, an der sich alles entscheidet, wird die Frage der Sabbatheiligkeit sein. Today, Rome is fulfilling that prophecy herself. Und Rom erfüllt diese Prophezeiung heute selber. Today, Rome is challenging the Christian world to divide itself into two classes. Either you will follow Seventh-day Adventists or you will follow Rome. Rom fordert heute die gesamte christliche Welt heraus und sagt, entscheidet euch. Entweder ihr folgt der römisch-katholischen Kirche oder ihr folgt den 7. Tags-Adventisten. But the problem is, what are Seventh-day Adventists doing now at this time when Rome is challenging the rest of the world? Das Problem ist nur, zu diesem Zeitpunkt, wo Rom diese Herausforderung der gesamten Welt stellt, was tut da die Gemeinde der Adventisten?
You see, the devil has been so clever. Wisst ihr, der Teufel, der ist ja so schlau. At this very critical moment, Genau in diesem kritischen Moment der Geschichte. Seventh-day Adventists are starting to look at what the world is doing and the other churches are doing. Da beginnen Siebente-Tags-Adventisten zu liebäugeln mit dem, was die Welt tut und andere christliche Kirchen. So that they can be part of this whole wonderful ecumenical plan. Denn sie möchten gerne teilhaben und Teilnehmer sein an diesem wunderbaren ökumenischen Plan. But ultimately what the rest of the Christian world is doing is they are going back to Rome. Aber was macht denn eigentlich der Rest der christlichen Welt? Sie gehen doch zurück zu Rom. So according to what we understand regarding this time, Was wir also sagen können nach unserem Verständnis über diese Zeit, Seventh-day Adventists today have to be even more true to what they believe and to their position of faith than they ever were in the past. da müssen wir doch sagen, dass heute die Zeit ist, wo Adventisten treuer als je zuvor zu ihren Überzeugungen stehen sollten. Let's look at the evidence and ask ourselves, where does Protestantism really stand today? Schauen wir uns doch die Hinweise an und stellen wir uns die Frage, wo steht denn der Protestantismus heute? Is there such a thing as Protestantism? Gibt es überhaupt noch so etwas wie Protestantismus? The very word Protestant meant protestation against Rome. Denn das Wort selber, Protestantismus, das bedeutet doch, gegen Rom zu protestieren. But today, Aber heute, and now I'm going to quote from some of the leading church leaders in the Christian world, und jetzt zitiere ich hier einen der großen Führer innerhalb der christlichen Welt, the Most Reverend Randolph, Archbishop of the International Communion of the Charismatic Episcopal Church, said, also der Most Reverend Randolph Adler, das ist der Erzbischof der Internationalen Kommunion der charismatischen Episkopalen Kirche. he preached a message about the failure of Protestantism and its forthcoming destruction. Er sprach hier über das Versagen des Protestantismus und über die Vernichtung, die ihm bevorsteht. Dr. Ben Onson, who is a professor at Columbian Theological Seminary, Dr. Ben Onson, er ist Professor an der Columbia, an dem theologischen Seminar. he said, we are seeing the ending of Protestantism as it is known. Er sagt, wir sehen heute das Ende des Protestantismus, so wie wir ihn kennen. And Dr. John Hall of the United Church of Canada, Und Dr. John Hall, er ist von der Vereinten Kirche von Kanada. he said, we are witnessing the demise, the ending of Protestantism. Er sagt, wir sind Zeugen des Verfalls, des Endes des Protestantismus. Well, do you know why Protestants don't exist anymore, in spite of the name they might carry? Und wisst ihr, warum Protestanten, auch wenn sie diesen Namen noch tragen, eigentlich gar nicht mehr da sind? Because today Protestants have literally accepted Rome as the authority. Weil heute buchstäblich die Protestanten Rom als ihre Autorität akzeptiert haben. And no matter what Protestants say, Und ganz egal, was Protestanten sagen mögen, the conclusion of the Council of Trent, which was made hundreds of years ago, der Schluss, zu dem das Konzil von Trient schon vor Hunderten von Jahren gekommen ist, that conclusion still remains today. dieser Schluss ist heute noch immer genauso gültig. Because Protestants have still not given up the Roman Catholic Day of Sacredness. Denn noch immer haben die Protestanten den römisch-katholischen Heiligen Tag nicht aufgegeben. You see, after the Council of Trent, Protestants should have said, if that is Rome's challenge to us at this council, we will change and keep the Bible Sabbath. But they didn't. Wisst ihr, nach dem Konzil von Trient, da hätten die Protestanten eigentlich sagen müssen, ja, wenn das die Herausforderung Roms an uns ist, dann müssen wir ihr folgen und den unbiblischen Sabbat aufgeben. Aber das haben sie nicht It getan. might have taken a few hundred years. Vielleicht hätte es ein paar hundert Jahre gedauert. But finally, the failure of Protestantism to stand at that time has finally led them back to Rome. Es hat ja einige hundert Jahre gebraucht, um das zu sehen, aber am Schluss war es doch so, dass ihr Versagen damals sie jetzt wieder zurückgeführt hat in die Arme Roms. And they have fulfilled the prophecy. Und die Prophezeiung hat sich so erfüllt. Today, Pope John Paul II, well, not anymore, he's dead, but he told us that for unity, all churches must accept papal authority. Und vor kurzem noch hat Johannes Paul II. Gesagt, wenn es zu einer Einheit der Kirchen kommen soll, dann nur unter der Autorität des Papstes. And so we read today, for example, in this article in the Daily Telegraph, Und wir können heute lesen, hier ist zum Beispiel ein Artikel aus dem Daily Telegraph, that the churches agree that the Pope has overall authority. dass die Kirchen einverstanden damit sind, dass die höchste Autorität dem Papst zukommt. You see, what brought the Christian world to this point? Wie konnte es dazu kommen, dass die protestantische Welt
so weit gekommen ist. You see, what we are discovering today, Seventh-day Adventist believers, Und ihr wisst ja, was wir heute feststellen können, is that everything we knew would happen as Seventh-day Adventists, according to our understanding of prophecy, according to the writings of Ellen White, everything we knew is happening exactly as we have said. Exactly. dass alles, was nach unserem prophetischen Verständnis und nach dem Schrifttum von Ellen White wir erwartet haben, was passieren sollte, jetzt tatsächlich so stattfindet. You see, people, this should increase our faith in our understanding of the Bible, our position that we have always had, and it should increase our faith in the testimonies that God gave through His servant Ellen White. Und wisst ihr, diese Dinge sollten eigentlich unser Vertrauen, unseren Glauben in unsere biblischen Grundlagen, unsere Glaubensüberzeugung, die wir haben, und auch in die Zuverlässigkeit des Geistes der Weissagung stärken. Yet we are living in a time today when Adventists might be talking together in church or Sabbath school discussions, and let them talk about the prophecies of Daniel and Revelation and mention Rome, or let them mention the name of Ellen White, then they are immediately told to shut up. Aber wir leben heute in einer Zeit, wo vielleicht in einer Sabbatschulgruppe ein Gespräch stattfindet und wenn jemand nur, und sei es auch über Prophezeiungen, wo gesprochen wird, wenn jemand erwähnt, worum es bei dem Papsttum eigentlich geht, oder wenn er von Ellen White zitiert, dann wird ihm sofort gesagt, er solle darüber still sein. Yet this very act is a fulfillment of prophecy. Aber genau das ist auch eine Erfüllung von Prophetie. Because Ellen White told us about the Omega apostasy that would happen. Denn Ellen White hat uns gesagt, dass es zu dem Omega-Abfall kommen würde. What a confirmation of our prophetic truths. Was für eine Bestätigung und Bestärkung unserer prophetischen Wahrheiten. So let's answer the question. What brought the churches to this point? Wir wollen die Antwort suchen auf die Frage, wie konnten die Kirchen so weit kommen? First of all, I would like to summarize this very briefly, Ich möchte das zuerst kurz zusammenfassen. because one could do a whole presentation just on this aspect. Denn allein mit dieser Frage könnte man sich in einem gesamten Vortrag beschäftigen. But to make it clear, let's go back to the established facts that cannot be ignored. Aber um es ganz klar herauszustellen, wollen wir uns auf klar, unbestreitbare Fakten stützen, die man einfach nicht übergehen kann. That the United Nations bases its teachings on nothing less than spiritualism. Die Lehren der Vereinten Nationen stützen und gründen sich auf nichts anderes als Spiritismus. In fact, Dr. Robert Mueller, who was the former Assistant Secretary General, Und Dr. Robert Mueller, er war der ehemalige assistierende Sekretär, Generalsekretär der Vereinten Nationen, tells us that the teachings of the United Nations school or university are based on the teachings of a spiritualist. sagt selbst, dass die Lehren der Schule oder Universität der Vereinten Nationen sich auf Spiritismus gründen. In fact, he tells us that they are based on the teachings of a woman by the name of Alice A. Bailey. Und er sagt frei heraus, dass diese Lehren sich auf eine Frau zurückgehen, die den Namen hat Alice A. Bailey. She was the medium for the Maitreya, the New Age Christ. Und sie wurde von dem Maitreya, dem Christus der New Age-Bewegung, als Medium benutzt. And she preached the message of his soon return. Und sie hat die Botschaft verkündigt, dass er bald zurückkommen würde. It is interesting that he says the philosophy of this school is based on the teachings of this Satanist. Really, that's what it is. Und es ist interessant, dass er sagt, die Philosophie dieser Schule gründet sich auf diese Satanisten, denn das ist es eigentlich. In fact, he goes on to tell us, and this is his own words, Und dann sagt er uns weiter, that he says no human force will be able to destroy the United Nations because it was not man, it was not humanity that created the United Nations. er sagt wörtlich, keine menschliche Macht wird in der Lage sein, die Vereinten Nationen zu vernichten, denn sie wurde nicht von Menschen ins Leben gerufen. In fact, he says the United Nations was actually the vision light, and it was the vision of the absolute supreme. And if you know New Age language, that means it was the vision of Lucifer. Und er sagt eigentlich, die Vereinten Nationen sind wie eine Vision des absolut Höchsten. Und wenn man diesen Ausdruck kennt, die New Age-Sprache, dann weiß man, das bezieht sich auf Luzifer. And he goes on to tell us that at the choice hour of Lucifer, the absolute supreme, he will ring his own victory bell through the serving and loving heart of the United Nations. Und er sagt weiter, zu der Stunde, die er auswählt, wird dieser absolut Höchste, Luzifer, die Siegesglocken, seinen eigenen Sieg einläuten auf der ganzen Erde
durch das liebende und dienende Herz der Vereinten Nationen. Again, a fulfillment of prophecy. Auch das ist eine Erfüllung von Prophetie. Because we knew as Seventh-day Adventists that Satan would come and pretend to be Jesus Christ just before his return. Denn wir wissen, dass kurz vor der Wiederkunft Christi Satan hier erscheinen wird und sich selbst als Christus ausgeben. Now you know through which worldly institution he will appear. Und jetzt wisst ihr, welche Institution in dieser Welt er genau für das benutzen wird. They told you themselves. Sie sagen es ja selber. Alice A. Bailey, the spiritualist, Alice A. Bailey ist eine Spiritistin. tells us that this Christ, this Maitreya, this false Christ, will use a religious entity to accomplish his goals. Und sie sagt uns, dass dieser Christus, also der falsche Christus, eine religiöse Einrichtung benutzen wird, um seine Ziele zu erreichen. In fact, she tells us quite clearly that the re-spiritualization through the work of this Messiah will start with the Catholic Church. Und sie sagt sogar, dass diese Durchdringung mit dem Spiritismus, die erneut stattfinden wird, dass sie beginnen wird bei der katholischen Kirche. And we know that this is true because history has proved it. Und wir wissen, das stimmt, denn die Geschichte zeigt es uns. Even New Agers such as Matthew Fox Auch New Age-Anhänger, so wie Matthew Fox, recognize the spiritual renewal that began at Vatican II Council that was convened by Pope John XXIII. geben zu, dass diese geistliche Erneuerung, spirituelle Erneuerung, die stattgefunden hat, ausging von dem Zweiten Vatikanischen Konzil. In fact, the Second Vatican Council was an ecumenical council. Und das Zweite Vatikanum war eigentlich ein ökumenisches Konzil. And it was indeed through the Vatican Council that many changes were brought into Christian churches. Und dieses Vatikanische Konzil hat tatsächlich viele Veränderungen innerhalb der christlichen Welt bewirkt. Now, I want to be clear now that you can actually write down the sources for this because I have them on the screen. Ich möchte jetzt ganz klar sein darüber, unmissverständlich, damit ihr die Quellen euch notieren könnt, denn es ist nicht immer auf dem Bildschirm zu sehen. Very briefly, though, Ganz kurz aber. the major aim of Vatican II Council was the merging of Christian churches, faiths. Das Hauptziel des Zweiten Vatikanischen Konzils war es, die Christenheit wieder unter einen Hut zu bringen. And the vehicle that would accomplish this would be celebration activity, celebration terminology, a charismatic form of worship, in other words. Und das Instrument, das dazu dienen sollte, das waren Feiergottesdienste. In the documents of Vatican II, page 84 and 91, In diesen Dokumenten vom Vatikanum II, das ist auf Seite 84 und 91, they told us that we should get the churches accustomed to celebration terminology. da wird uns gesagt, dass wir die Gemeinden daran gewöhnen sollten, dass sie diese Sprache des Feierns verwenden. And that every function of the church should become a celebration. Und dass alles, was in der Gemeinde stattfindet, eigentlich eine Art des Feierns sein sollte. The churches should become accustomed to a revitalized style of celebration service, worship. Die Kirchen sollten sich neu gewöhnen an eine neu belebte Art des Feiern Gottesdienstes. In other words, they should bring in lots of physical gestures and bodily movements and so on. Oder anders gesagt, sie sollten da viel machen mit Körperbewegungen, der Körper sollte mit einbezogen werden und so weiter. Musical celebrations would become the most effective means, Und das wichtigste Werkzeug und Mittel dabei sollte die Musik sein. and that they should use popular religious songs Und dass sie sehr beliebte und also aus der Popmusik religiöse christliche Lieder nehmen sollten. and then a very important point. Und dann ein wichtiger Punkt, They should relate the music to the various cultures and the temperaments of the people. sie sollten die Musik zuschneiden auf die verschiedenen Kulturen und die verschiedenen Mentalitäten der Menschen. You see, this is the point, making the worship again more human-focused rather than God-focused. Und genau um diesen Punkt geht es ja. Der Mensch steht auf einmal im Mittelpunkt des Gottesdienstes und nicht länger Gott. Let me give you a summary to save some time. Und ich möchte jetzt der Kürze der Zeit wegen das zusammenfassen. Straight after Vatican II Council, Kurz nach dem Ende des Vatikanischen Konzils, leading religionists around the world, leading theologians, da waren führende Theologen und Religionsführer aus der Welt, started coming together with the Roman Catholic Church, Protestants in other words, to see where they could find common ground. dabei sich zusammenzuschließen, zusammenzukommen und zu überlegen, wo es Gemeinsamkeiten mit der katholischen Kirche geben könnte. The charismatic renewal movement was born. Das war die Geburtsstunde
der neuen Erneuerungsbewegung der charismatischen In Bewegung. fact, this particular author says that he is convinced that the meaning of the charismatic renewal was the reunification of the churches. Und dieser Autor sagt sogar, er ist überzeugt, dass der eigentliche Zweck dieser charismatischen Erneuerungsbewegung die Vereinigung der Kirchen sei. Colin Buchanan writes, the charismatic movement was the one who brought them together. Colin Buchanan schreibt, es war die charismatische Bewegung, die Kirchen zusammengebracht hat. James Dunn writes exactly the same, James Dunn schreibt dasselbe, that the charismatic movement has broken down barriers and walls and misconceptions. Er sagt, die charismatische Bewegung hat diese Mauern des Missverständnisses und der falschen Vorstellungen zusammenbrechen lassen. Professor Howlinger, Professor Hollenweger, he says that by bringing together Roman Catholics and Protestants, the charismatic movement has worked miracles. er sagt, die charismatische Bewegung hat Wunder bewirkt, in dem Anliegen, Protestanten und Katholiken zusammenzuführen. We've made a lot of mention during our seminars earlier on about the charismatic movement, about their theology and their use of culturally relevant music and worship styles. Und ich habe ja schon einiges darüber erzählt, welche Theologie der charismatischen Bewegung zugrunde liegt und auf welche Weise sie Musik und Gottesdienst einsetzen will. But it is interesting to notice that the whole concept was promoted and conceived at Vatican II Council as an ecumenical movement for the bringing together of the churches. Aber es ist interessant, dass diese ganze Idee doch entstanden ist und gefördert worden ist auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil mit der Absicht, die Kirchen zusammenzuführen. We don't have to look again at the basic philosophy, but we do know that that philosophy is not in accordance with God's word. Wir brauchen uns die Grundüberzeugung, die Philosophie dieser Bewegung nicht mehr anzuschauen, aber was wir sagen können, sie ist nicht in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. In fact, many of the propagators of this charismatic theology tell us that to keep the law of God brings us into slavery. Und es ist tatsächlich so, dass viele, die diese charismatische Bewegung befürworten und fördern, dass sie der Meinung sind, Gesetze würden uns nur in die alte Knechtschaft zurückbringen. One of the extreme versions of the charismatic movement was what became known as the Toronto blessing. Und eine der extremen Erscheinungsformen der charismatischen Bewegung ist bekannt geworden unter dem Namen der Toronto-Segen. And it is very interesting to notice that a New Ager, Benjamin Cream, Es ist interessant hier festzustellen, dass ein New Age-Anhänger, nämlich Benjamin Cream, who is the current channel for the Christ, der momentan das Medium, der Kanal ist für den Christus, he says that the Toronto blessing was a good thing. er sagt, der Toronto-Segen war eine gute Sache. In fact, he says it was the method that was used by the spiritual masters, in other words, demons, to soften up Christian fundamentalists to accept the New Age Christ when he comes. Er sagt, es war eine gute Sache und es war eigentlich das Mittel, das die Geister benutzt haben, um christliche Fundamentalisten so ein bisschen weich zu kochen, um sich vorzubereiten auf das Kommen des Messias. This is exactly what we were told would happen. Und genau das ist uns vorausgesagt worden. You see, this whole charismatic movement was Diese- basing its philosophy on spiritualistic ideas. Diese ganze charismatische Bewegung hat ihre Philosophie und Denkweise auf den Spiritismus gegründet. In fact, we can look at some of the manifestations of these charismatic concepts. Und wir können uns anschauen, wie diese charismatischen Vorstellungen dann in der Wirklichkeit sich darstellen, wie sie aussehen. And let's see if they are really biblical or if they are actually occult. Und wir wollen mal sehen, ob sie wirklich biblisch sind oder ob sie nicht aus dem Okkulten kommen. On the one hand, we have the Bible, and on the other hand, we have the occult. Auf der einen Seite haben wir das Biblische und auf der anderen das Okkulte. In the charismatic movement and the occult, we have such a thing that is called slain in the spirit. Im okkulten Bereich und in der charismatischen Bewegung gibt es ein Phänomen, eine Erscheinung, man nennt das Erschlagen durch den Geist. You have uncontrollable laughter in both. Und in beiden gibt es auch unkontrollierbares Lachen, Physical jerking, Körperzuckungen. animal sounds and behavior. Man stößt Laute aus und bewegt sich wie ein Tier. And other kinds of spontaneous automatic movements that take place. Und es gibt auch eine andere Art von unkontrollierten, spontanen Bewegungen. And then a very strong emphasis on revival that is attained through the use of music. Es gibt dann eine ganz starke Betonung von Erweckung und das wird herbeigeführt und stimuliert durch den Einsatz von Musik.
None of these are biblical. Not one single one of them are found in the Bible practiced by God's true Bible-believing Christians. Kein einziges dieser Phänomene ist in der Bibel zu finden und wurde je von echten Gläubigen praktiziert. Only one of them, speaking in tongues, you find in the Bible. Nur eines von ihnen finden wir in der Bibel und das ist das Zungenreden. But God qualifies it in Acts chapter 2 as the speaking of real languages. Aber in Apostelgeschichte 2 beschreibt Gott uns, was es ist, nämlich das Sprechen von Fremdsprachen. So now finally our last category. Und jetzt, unser letzter Bereich, der letzte Punkt. Let's look at some of the recent developments that are happening today in the Christian world and in the world at large. Wir wollen uns anschauen, was ist so in der letzten Zeit in der christlichen Welt und in der Welt insgesamt eigentlich passiert. Recently in this Time magazine, on the cover, it made this interesting statement. Vor kurzem war hier auf dem Time Magazine auf der Titelseite das folgende interessante Zitat. It says, Catholics have long revered her, Mary. Es geht hier um Maria und da heißt es, Katholiken verehren sie schon seit langem. But now Protestants are finding their own reasons to celebrate the mother of Jesus. Aber jetzt finden auch Protestanten Gründe dafür, warum sie die Mutter Jesu feiern sollen. You see, whoever thought that Protestants would eventually come to the point where they would start thinking about following Mary? Wisst ihr, wer hätte je daran gedacht, dass Protestanten so weit kommen würden, dass sie anfangen, Maria zu verehren? But today Protestants are moving in that direction. Aber genau das findet heute unter Protestanten statt, diese Bewegung. You see, once you start accepting one of Rome's teachings, eventually you will start following some more of them, until eventually you become a child of Rome. Und wir können sehen, wenn man einmal sich in Richtung Rom bewegt hat und eine Lehre angenommen hat, dann hört das damit nicht auf, bis du am Schluss vollständig ein Kind dieser Kirche geworden bist. Adventists have always said Adventisten haben immer that gesagt, the church and state would unite in North America. dass die Kirche und der Staat in Nordamerika sich vereinigen würden. Many people said it's impossible. Und viele haben gesagt, das kann niemals passieren. America is the land of liberty and religious freedom. Denn Amerika ist das Land der religiösen Freiheit. Ellen White wrote in The Great Controversy, Ellen White schrieb im großen Kampf, she said that Adventist predictions about the unification of church and state sie sagt, dass die Vorhersagen der Adventisten über die Vereinigung von Kirche und Staat and that they would unite for the purpose of finally persecuting those who keep the commandments of God, und dass sie sich vereinigen würden und am Ende diejenigen, die die Gebote Gottes halten, verfolgen. have been thought by many people to be groundless and absurd. Sie sagt, viele Menschen haben diese Vorstellungen für völlig unbegründet und absurd gehalten. But she says, as the question enforcing Sunday observance is widely agitated, becoming known, Aber sie sagt, im Laufe der Entwicklung, wo diese Frage der Sonntagsheiligung immer mehr diskutiert und bekannt wird, this event that was so long doubted is Da- seen to be approaching, and it will have an effect to help along the three angels' messages. da wird man erkennen, dass dieses Ereignis, das man so lange bezweifelt hat, jetzt näher rückt. Und das wird seine Wirkung haben. Back in the 90s already, the Chief Justice, William Rehnquist of the United States, Schon in den vergangenen 90er Jahren hat der oberste Richter William Rehnquist, he said that the wall of separation between church and state was a metaphor based on bad history. der oberste Richter in den Vereinigten Staaten, er hat gesagt, die Mauer der Trennung zwischen Kirche und Staat ist ein Beispiel für eine schlechte Geschichte. And he said it should be abandoned. Und er sagt, man sollte es aufgeben. Of course, Ellen White said that the Americans would repudiate every principle of their Republican government. Aber Ellen White hat schon damals gesagt, dieses Land würde jedes Prinzip ihrer Verfassung als protestantischer Regierung zurückweisen. Well, is this future? Is this something which still hasn't happened? Ist das hier Zukunft? Ist es noch nicht passiert? Very interesting statement came out in this Sunday Times news article. In der Sunday Times 2004 gab es eine interessante Aussage. Finally, church and state merge under George Bush. Zu guter Letzt, Kirche und Staat vereinigen sich unter Bush. A whole article in this paper was dedicated to describing how America have now finally started joining church and state. Ein ganzer Artikel, der sich damit befasst, wie Amerika jetzt schließlich so weit gekommen ist, Kirche und Staat zu vereinigen. How that Catholics and evangelicals have now finally come together to support the American government. Wie Katholiken und Protestanten sich jetzt endlich zusammengefunden haben, um die amerikanische Regierung zu unterstützen. And how that they are pushing for religious legislation in the United States.
und wie sie sich darum bemühen und Druck machen, um religiöse Gesetze in den Vereinigten Staaten herauszugeben. They even quoted Thomas Jefferson, who was one of the early leaders of the American Constitution. Sie zitieren sogar Thomas Jefferson und er war einer der frühen Führer der Verfassung, To show the contrast between what Jefferson believed and what Bush is doing today. um herauszustellen, wie ganz anders der Glaube von Thomas Jefferson war im Vergleich zu dem, was Bush heute sagt. But today, America and the rest of the world go to Rome to show their respects. Aber heute geht Amerika mit dem gesamten Rest der Welt nach Rom, um ihre Ehrerbietung dort zu When zeigen. John Paul II died, 3 American presidents came to show their respects amongst many of the other world leaders. Als Johannes Paul II. Gestorben war, da kamen unter den gesamten Führern der Welt 3 amerikanische Präsidenten, um ihre letzte Ehrerbietung zu erweisen. Something which would never have happened before. Und das wäre vorher niemals so denkbar gewesen. I want you to notice that once again we have proved that what Ellen White predicted would happen is happening exactly as it was told us it would happen. Und einmal mehr müssen wir sehen, dass das, was Ellen White damals schon vorausgesagt hat, heute genau exakt sich so erfüllt. And then the new Pope gets the nod. Jetzt kommt der neue Papst ins Spiel. Interestingly enough, the new Pope, Ratzinger, of course you're all familiar with him because he's a German, Und es ist interessant, der neue Papst Ratzinger, ihr kennt ihn natürlich, er ist ein Deutscher, was the leader of the Congregation of the Doctrine of Faith, which is the modern Inquisition. er war der Führer der Kongregation für Glaubensfragen und das ist der moderne Name für die Inquisition. Interestingly enough, Hans Küng, who is a liberal Catholic theologian, Interessant ist hier, dass Hans Küng, ein liberaler katholischer Theologe, and who was once disciplined by Ratzinger, made this interesting remark. der einmal von Ratzinger diszipliniert worden ist, er macht folgende Bemerkung. He said that Ratzinger is very sweet and very dangerous. Er sagt über Ratzinger, er ist sehr süß und sehr gefährlich. He went on to say that talking to Ratzinger was like chatting with the head of the KGB. Und er sagt weiter, mit Ratzinger zu sprechen, das war, als wenn man eine kleine Unterhaltung mit dem Chef des KGB hat. Notice some of the aims of Ratzinger. This was printed in a very recent publication, April 23. Und beachtet hier in dieser ja noch ganz druckfrischen Veröffentlichung, das war April 2005. He wants to intervene in the politics of the world. Und hier wird beschrieben, was für Ziele dieser neue Papst hat. Und es heißt unter anderem, er möchte eingreifen in die Weltpolitik. That the church has an obligation to tell people how they should vote. Und dass es die Pflicht der Kirche sei, den Leuten zu sagen, wen sie wählen müssen. It goes on to say that, in fact, the victory of George Bush in the United States, the last election, was as a result of fundamentalist Protestants and Catholics voting together. Und er sagt sogar, dass also die letzte Wiederwahl des Präsidenten Bush in Amerika, das Ergebnis davon war, dass Protestanten und Katholiken hier zusammen gewirkt haben. In fact, it goes on to say that the new Pope has a vision of the church's role in the affairs of the world. Und er sagt weiter, der neue Papst hat eine genaue Vorstellung von seiner Rolle innerhalb der Angelegenheiten der Welt, That directly challenges the long understood divisions between church and state. die eine direkte Herausforderung ist für die traditionelle Trennung zwischen Kirche und Staat. Interestingly enough, George Bush says about Ratzinger that he is a man of wisdom and knowledge and he is a man who serves the Lord. Interessant auch die Aussage von US-Präsident George Bush über Ratzinger. Er nennt ihn einen Menschen großer Weisheit und von großem Wissen und er ist ein Mann, der dem Herrn dient. But you see, it's hardly surprising because George Bush already is following in the steps of Rome. Aber das ist kaum eine Überraschung, denn George Bush ist schon lange in den Fußstapfen Roms. When he opened a center in Washington a number of years ago that was named after John Paul II, Er hat vor einigen Jahren ein Zentrum in den Vereinigten Staaten eröffnet, das wurde benannt nach Johannes Paul II. he made this interesting comment. Und da hat er Folgendes gesagt. He said the best way to honor Pope John Paul II Er sagt, die beste Möglichkeit, um Papst Johannes Paul II. Zu ehren, is to take his teaching seriously, ist, seine Lehren ernst zu nehmen, is to listen to his words and put his words and teachings into practice here in America. ist auf seine Worte zu hören und diese Worte und seine Lehren hier in Amerika in die Tat umzusetzen. He said this is a challenge we must accept. Und er sagt,
Diese Herausforderung, der müssen wir uns stellen. Again, a fulfillment of prophecy. Auch das wieder ist eine Erfüllung von Because Prophetie. Revelation 13 told us very clearly that it would be the second beast of Revelation, the lamb-like beast. Denn Offenbarung 13 sagt uns ganz deutlich, dass es das zweite Tier sein würde, That would actually be the one who would cause the world to follow the first beast, Roman Catholicism. das die ganze Welt dazu führen würde, das erste Biest, den römischen Katholizismus, anzubeten. Das Ellen erste White Tier. says that the religion of the papacy will be accepted by the rulers. Ellen White sagt, die Religion, The papacy. die Religion des Papsttums wird von den Regierungen akzeptiert werden. She wrote that over 100 years ago. Und das hat sie vor über 100 Jahren geschrieben. Today, George Bush is preaching to his nation that they must accept the teachings of the Roman Catholic Church. Heute predigt Präsident Bush seinen Leuten dort, dass sie die Lehren der katholischen Kirche annehmen müssen. And yet, Seventh-day Adventists still don't want to listen to what God's prophet had to tell us. Und noch immer weigern sich Siebenten-Tags-Adventisten, auf die Stimme von Gottes Propheten zu hören. She goes on to say, in this interesting statement, Sie sagt weiter in dieser sehr interessanten Aussage, that the laws enforcing the observance of Sunday as the Sabbath will bring about a national apostasy. dass diese Gesetze, die die Sonntagsheiligung als Sabbat erzwingen werden, einen nationalen Abfall bedeuten werden. She says that the religion of the papacy will be accepted by the rulers and the law of God will be made void. Sie sagt, die Religion des Papsttums wird von der Regierung akzeptiert werden und das Gesetz Gottes wird null und nichtig gemacht werden. Has America always believed this? Hat Amerika das immer so geglaubt? Did America always believe that they should follow Rome? Hat Amerika immer geglaubt, dass sie Rom folgen sollten? Well, John Adams, who was writing to the then President Thomas Jefferson, John Adams, der zu seiner Zeit an den Präsidenten schrieb, das war damals Thomas Jefferson, this is many, many years ago, of course, also schon vor vielen Jahren, he said that if ever there was a body of men who merited eternal damnation on earth and in hell, er sagt, wenn es jemals eine Gruppe von Menschen gab, die wirklich ewige Verdammnis auf Erden und die Hölle verdienen, it is the Society of Loyola, the Jesuits. dann ist es die Gesellschaft von Loyola, die Jesuiten. You see, America understood those days that the Jesuits were working in their own country to bring about the destruction of their constitution. Ihr seht, die Amerikaner damals in jenen Tagen haben verstanden, dass die Jesuiten daran arbeiteten, die Verfassung ihres Landes und ihr Land in den Ruin zu stürzen. Abraham Lincoln would never have followed what George Bush is doing today. Was George Bush heute tut, das hätte Abraham Lincoln zu seiner Zeit niemals getan. Because he said that the Civil War in the United States back in the 1800s, he said it was the result of the work of the Jesuits. Er sagte damals, dass der Bürgerkrieg, damals in den 1800er Jahren, das Ergebnis der Bemühungen und der Arbeit der Jesuiten war. But today America sees Rome in a completely different light. Aber heute sieht Amerika Rom in einem völlig anderen Licht. You see, what has happened in our day and age is there has been a condition of things that has been established in this world so that people will finally accept Rome and then accept Satan when he comes as the false Christ. Was wir erkennen können, dass heutzutage Umstände herbeigeführt worden sind. Es gibt Zustände in dieser Welt, die dazu führen, dass wir den kommenden Christus und die Lehren Roms schließlich doch annehmen. Many of the things that are taking place in our world today is to bring people to the point where they will finally accept a new world order, a new world religion and follow in the footsteps of Rome. Vieles, was heute passiert und was verändert worden ist, soll die Menschen nur dazu bringen, dass sie eine neue Weltordnung akzeptieren, dass sie Rom akzeptieren. And as you have seen yourselves, Und wie ihr vielleicht an euch selber erkennen könnt, that it was through the work of spiritualism that this United Nations that was established for this purpose came into existence. und wie ihr selber sehen konntet, war es ja aufgrund des Spiritismus, dass diese Institution der Vereinten Nationen überhaupt erst entstanden ist. It is interesting when you consider these words by David Rockefeller, Und es ist sehr aufschlussreich, die folgenden Worte von David Rockefeller. who was the leader of the Council of Foreign Relations. Er war der Führer des Rates für Auslandsfragen. He noticed already back in 1991
Und er hat bereits 1991 festgestellt, that he said we are on the verge of a global transformation. er sagt, wir sind an der Schwelle einer weltweiten Verwandlung. He said all we need is the right major crisis. Alles, was uns jetzt noch fehlt, ist eine große Krise. And then the nations will accept the New World Order. Und dann werden alle Länder die neue Weltordnung akzeptieren. Maybe you do not realize this, but since September 11, 2001, Vielleicht ist es euch nicht bewusst, aber seit dem 11. September 2001 America's constitution, under a state of war, has completely been changed. wurde unter diesem Kriegszustand Amerikas Verfassung vollständig auf den Kopf gestellt. Today, the stage is set Heute ist die Bühne bereit for the introduction of Sunday legislation in the United States and finally the rest of the world. um die Sonntagsheiligung gesetzlich in den Vereinigten Staaten einzuführen und dann auch im Rest der ganzen Welt. What Seventh-day Adventists have always known would happen Das, wovon Siebente-Tags-Adventisten immer gewusst haben, dass es passieren würde, today is not something which we can speculate on and say it could happen somewhere in the future like this or like that. ist heute nicht mehr eine Frage der Vermutung zu sagen, ja, vielleicht wird es so kommen oder so, But today what is happening is established fact. sondern heute passieren Dinge, die sind Tatsachen. We are reading it in the newspapers. Wir erkennen, dass es genauso gekommen ist. Wir lesen es in der Zeitung. We are seeing it on the news channels of television. Wir sehen es überall im Fernsehen, wenn wir die Nachrichten anschalten. The world is declaring to Seventh-day Adventists Die Welt sagt den Siebente-Tags-Adventisten, in the very acts, in the very events that they are perpetrating themselves, und zwar genau durch diese Ereignisse, durch das, was sie tun, the world is declaring to you and I as Seventh-day Adventists da sagt die Welt uns, dir und mir als Siebente-Tags-Adventisten, that what we have always known was true in our understanding of prophecy, that they are telling us we were right. dass das, was wir immer als Wahrheit angesehen haben in unserem prophetischen Verständnis, wirklich richtig ist. Not only that, but the greatest enemy of Adventism has challenged the rest of the world that they should either be Catholic or they should be Seventh-day Adventist. Und nicht nur das, sondern der größte Feind des Siebenten-Tags-Adventismus hat die Welt vor die Herausforderung gestellt, dass sie entweder Katholiken sein sollten oder Siebenten-Tags-Adventisten. And this is not a time for Seventh-day Adventists to become depressed. Aber jetzt ist nicht die Zeit für Siebenten-Tags-Adventisten, sich in der Ecke zu verkriechen. This is not a time for Seventh-day Adventists to lose courage. Es ist nicht die Zeit, wo wir unseren Mut aufgeben sollten. This is not a time for Seventh-day Adventists to pull down the colors that have made them what they are. They are to lift up the flag of Seventh-day Adventism. Es ist nicht die Zeit, wo wir unsere Fahne einholen sollten, sondern wir sollten sie vielmehr der Welt ganz klar zeigen. We can say with confidence today Wir können heute mit Zuversicht sagen, that Seventh-day Adventists are the remnant church of God who were given a special message, and we know because the world has told us. dass die Siebenten-Tags-Adventisten die Gemeinde der Übrigen sind, dass wir einen besonderen Auftrag haben und das wissen wir, weil die Welt selbst es uns sagt. Because they themselves, without realizing it, have fulfilled the prophecies that we knew would take place. Denn die Welt selbst, ohne es zu wissen, hat die Prophezeiungen erfüllt, von denen wir immer wussten, dass es so geschehen wird. So, brothers and sisters, it is time for us to take strength from the coldness of others. Geschwister, es ist die Zeit gekommen, wo wir aus der Kälte der anderen Stärke ziehen müssen. And brothers and sisters, it is the time today that Seventh-day Adventists who are seeing what is happening in our own beloved church, Und es ist Zeit, dass Siebenten-Tags-Adventisten, die beobachten, was in ihrer eigenen geliebten Gemeinde vor sich geht. which is also a fulfillment of the prophecies that Ellen White made about the Omega, Und was genauso eine Erfüllung der Prophezeiungen ist, die Ellen White über das Omega gemacht hat. that it is time for us to not keep silent anymore. Es ist die Zeit gekommen, wo wir nicht länger schweigen dürfen. And I'm going to say something today which I hope that you will take to heart. Und ich möchte heute etwas sagen, von dem ich hoffe, dass ihr es euch zu Herzen nehmt. It is in a time of crisis Es ist in einer Krisenzeit, that God needs people to stand up like Martin Luther, Wo like Gott- Calvin, like Huss and Zwingli and all the others. wo Gott Menschen braucht, die bereit sind aufzustehen wie Martin Luther und wie Johannes Hus und Zwingli und Calvin und all die anderen. It is in the time of crisis where God is calling every single one of you Seventh-day Adventists to become the voice of Elijah. Es ist in einer Krisenzeit, wo Gott jeden einzelnen Siebenten-Tags-Adventisten herausfordert, wie Elia die Stimme zu erheben. Do not be silent.
Schweigt nicht. You know the truth. Ihr kennt die Wahrheit. No matter what people say to you, whether they be of your own or whether they be of the world, speak the truth, because God will hold us accountable for not speaking the truth. Egal, was Menschen sagen, ob sie zu eurem eigenen Kreis gehören oder ob sie von außen aus der Welt kommen, sagt die Wahrheit, denn Gott wird uns eines Tages dafür zur The Rechenschaft victory ziehen. that God wants to give us is just there, almost in our grasp. Der Sieg, den Gott für uns bereithält, der ist schon fast in Reichweite. Are we going to now, under the pressure of these people who are trying to change our religion, are we now going to lose the grasp of that prize that God wants to give us and lose our eternity forever? Wollen wir jetzt nur, weil wir von gewissen Leuten unter Druck gesetzt werden, die unseren Glauben verändern wollen, aufgeben und die Hand zurückziehen und diesen ewigen Preis für immer verlieren? And so the challenge I give you today, and this is not Rome's challenge, Und ich möchte euch heute auch eine Herausforderung weitergeben und die kommt nicht von Rom. don't let them change your religion. Lasst nicht zu, dass euer Glaube verändert wird. Don't be quiet. Seid nicht still, Because if you let them change your religion, denn wenn ihr zulasst, dass euer Glauben von anderen verändert wird, not only will your religion be changed, dann wird sich nicht nur euer Glaube verändern, but you might lose your eternal salvation as well. sondern vielleicht werdet ihr auch euer ewiges Leben verlieren. May God help us to stand for the truth. Möge Gott uns helfen, für die Wahrheit gerade zu stehen. Let's stand on the word of God, Lasst uns auf dem Wort Gottes stehen, because it is the savor of life for you and I. denn für dich und mich ist das der Geruch vom Leben. Yes, in a day and age where Ellen White is looked at as a dead letter, Ja, in einer Zeit, wo Ellen White nur als ein toter Brief betrachtet wird, I would also like to challenge you to start reading those books again. da möchte ich euch auch herausfordern, diese Bücher neu zu lesen. Don't let anybody, without a rebuke from you, downgrade those messages that God gave to His church. Und lasst nicht zu, ohne dass ihr ein klares Wort dazu sagt, dass andere diese Bücher abwerten. Do you know how the Reformation began? Wisst ihr, wie damals die Reformation begann? Yes, it took a man like Martin Luther, for example, to stand up and say, we need a change. Ja, da war ein Mann nötig wie Martin Luther, der aufstand und sagte, hier muss sich was ändern. But it could never have happened if Martin Luther did it by himself. Aber es wäre niemals zustande gekommen, wäre Martin Luther auf sich allein gestellt gewesen. A Reformation can only happen in God's Seventh-day Adventist Church Eine Reformation heute in Gottes Gemeinde des Siebenten-Tags-Adventisten kann nur passieren, if we as the members of this church do what the people did at the time of the Reformation, wenn wir als Glieder dieser Gemeinde das tun, was die Menschen zur Zeit der Reformation auch taten. where they stood up against Rome and they protested and they said, we will not follow. Wo sie gegen Rom aufstanden und protestierten und sagten, wir werden euch nicht folgen. Today we need the same spirit. Wir brauchen heute diesen selben Geist. May God help us to find that spirit. Möge Gott uns helfen, diesen Geist zu finden.